Na, inspiriert war er schon seit den 80er Jahren eigentlich schon. Den See wieder für die Freizeit, für die Leute wieder freizeitmäßig herzustellen. Also der ganze Park ist mal entstanden durch den Bau der Autobahn Berlin-Rostock damals. Der Tierpark ist reinweg Familienbetrieb, bleibt auch weiter im Familienbetrieb. Das war ja früher schon mal ein kleiner Badesee. So, und dadurch haben wir dann das gemacht, dass wir jetzt so einen schönen Tierpark haben. Jedes Tier hat irgendwie eine Ausstrahlung, eine liebe Ausstrahlung. Aber meistens für die Kinder sind die Erdmännchen der Publikumsmagnet. Skunden. Das ist mit die kleinste Schafrasse. Also die kleinsten sind ja die französischen Ensemble-Schafe oder auch Zwergschafe genannt. Und die sind dann so ziemlich danach. Also ein Zwergschaf, da wiegt ein Bock maximal 15 Kilo. Die haben hier ein bisschen mehr. Schottische Hochlandler. Schottland, sagt der Name schon. Ne? Ja, die sind halt eher an Kälte und sowas alles angepasst, wenn man sich das Fell jetzt anguckt. Das Klima in Schottland ist ja auch ein bisschen anders als bei uns. Es ist ja zum Teil auch ein bisschen kälter und alles. Und die kannst du ganzjährig draußen halten. Also die brauchen, wenn überhaupt, mal einen Unterstand, wo sie sich mal trocken hinstellen können. Und ansonsten sind die halt recht anspruchslos. Das sind rosa Flamingos. Die haben hier mehr oder weniger so einen kleinen See für sich. Die müssen aber über Nacht rein, wegen Fuchs und so weiter. Ne? Die sind hier halt gefährdet. Und das ist so eine Art wie ein schulisches Programm da im Dino-Park. Da sind auch die Lehrtafeln drauf, wo dann auch Schulen kommen und sich das angucken. Vom kleinen Wurm bis hin zum Urmenschen ist alles vertreten. Gut, dann können wir zu Luchsen. Wie der Chef ja schon sagte, nehmen wir mit diesen beiden an einem Wiederansiedlungsprojekt teil. Wenn hier Jungtiere geboren werden, dann kommen die in so ein spezielles Programm, wenn die alt genug sind, und dann werden die in Polen wieder ausgewildert. Da noch recht viel Wald und sowas alles vorhanden ist, wo die halt auch einfach noch Lebensraum finden.
Unsere Waschbären gehören hier auch gar nicht her. Das sind sogenannte Neozonen. Die sind hier irgendwann mal von Pelztierfarmen abgehauen und haben sich dann hier angesiedelt. Macht richtig Spaß, mit Tieren zu arbeiten. Das ist halt eine super Sache. Ne? Man wirft den Zoos ja immer vor, wir würden ja nichts für den Arterhalt und so weiter tun, sondern die Tiere nur einsperren, damit die Leute sich die angucken können. Was aber ja gar nicht so ist.